Mal schauen, haben wir hier irgendwas übersehen? Watson, machen Sie sich doch mal nützlich. Ja. Der rennt uns die ganze Zeit hinterher. Oder steht uns sogar Oder im in den Weg. Weg. Ja, genau. Mal schauen, oder vielleicht hier irgendwo noch was übersehen? Ah, Nee, haben wir der schon. Graf. So. Ha. Nee, falsche Taste. Schauen wir mal. Lösen Sie das Rätsel verschwunden. Besorgen Sie sich eine Streckenkarte der Eisenbahnlinie dieser Region. Das wäre für die Ermittlung von großem Nutzen. Aha. Das heißt eine Streckenkarte. Ja, sollten wir die nicht aus der Wand in seinem Büro holen? Oder? Jo, konnten wir mal schauen. Die Frage, ist das sein Büro? Zumindest steht da privat drauf, also. Okay. Kannst du die Tür da öffnen? Vielleicht ist dahinter das Büro. Ja, mal gucken. Ne, da ist nichts mehr. Kann ich nicht. Wo ist denn dann diese blöde Streckenkarte? Der hat doch selber Ah, gesagt, die vielleicht im Warteraum irgendwo. Das könnte auch sein. Da könnten die Gäste, die da drin warten, ja gucken, wo der überall hinfährt. Würde zumindest Sinn machen. Ja. Ah, na, das sieht doch zumindest wie eine Karte aus. Ja, wunderbar. Ja, der Vorteil, wenn man ständig mit dem Zug fahren muss. This map will be useful. Oh, und auf einmal ist sie in Farbe. Ja. Tja. Jetzt würde mich ja interessieren, ob es vielleicht irgendwie eine alte vergessene Weiche und ein Abstellgleis gibt in der Nähe, wo der wer hingefahren weiß. sein könnte. Ja, welche Fahrgäste waren an Bord? Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Robinson. Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. But what kind of problem that they didn't say? That is interesting. Mhm. You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Ach, da wollte ich doch zu Fuß hin. Na gut, wenn er meint, dass wir eine Kutsche brauchen. Schubst doch Watson runter. Ach komm, Schubst Watson es auf wäre ein den Unfall. Vor allem, wenn man daran denkt, dass ich quasi hier Watson bin. Lass das mal. Auf jeden Fall bist du nützlicher als der da. Yay. Jetzt darf Watson dedizieren? Nein. Nö, er darf nur Notizen machen, wie immer. Oh. Der Vorteil, wenn man jemanden hat, der schreiben kann. Er hat genug auf den armen Watson rumgehackt. Er ist doch ein guter Kerl. Ja. So, dann schauen wir uns hier doch mal um. Auch interessant, hier scheint kein Zug zu gehen. Wieso? Ja, wenn man bedenkt, wie lange wir schon beim einen Bahnhof waren. Ja, aber wenn keine Züge fahren würden, wären die Schienen rostig.
Die sind aber gänzlich gefahren, der Züge. Manuel, seit der eine Zug verschwunden ist noch kein einziger Zug gesehen worden hier. Wenn das der einzige Zug war, der da hin und her fährt und der Zug fehlt. Ja, die Fahrgäste dürften dann sehr angepisst sein. Ja. Na gut. Ein wütender Fahrgast. Ja, einer der Angepissten. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Ach, Sie waren mal in Berlin? Na gut, schauen wir mal, was haben wir denn so Feines? Arbeitskleidung, okay. Renner meint eine billige Fahrkarte. Ja, da braucht sich nicht zu wundern. Verheiratet? Raue Haut. Daraus dezidiere ich, er ist verheiratet und ein Arbeiter. Ja. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid, and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Huh. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Okay. Goodbye, sir. Ich will ja nicht voreilig sein, aber ich würde mal sagen, das ist Mr. Robinson. Zumindest sieht er aus, als könnte er sich einen Sonderwagen leisten. Ich hatte recht. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me. But I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Sehr netter Kerl. Australischer Hut. Teure Kleidung. Eure Fahrkarte. Schwerer Goldring, also eindeutig Strafgefangener. Natürlich Schuhe. Teure Schuhe, Krokodilleder. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazes Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazes Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype.
and they seemed wealthy enough to do business with. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. The ticket inspector forced all the passengers from the train except like for the directors of the Barkazes Chilean Company. Schon sehr interessant. Unfall. Die Chilenen blieben rein zufällig an Bord des Zuges. Der Kontrolleur könnte sie übersehen haben. Chilenen an Bord gelassen. Die Besitzer der chilenischen Firma Barkazas wurden vorsätzlich an Bord des Zuges gelassen. Der Kontrolleur ließ alle Fahrgäste bis auf die Chilenen aussteigen. Ja, was würdest du sagen, ist wahrscheinlicher? Na, dass die absichtlich da gelassen wurden. Dürfte interessant werden. Gut, sonst können wir noch nichts machen. Ja. War hier nicht gerade noch ein junger Schaffner? Wo ist er hin? Ach, da ist er auf einmal. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Zwar, wie sie aussehen. Noch junges Alter. Saubere Kleidung. Die Vorschriften direkt in der Manteltasche. Auch nicht schlecht. Und Tintenflecken. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Ja, toll, ein Paragraphenreiter. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential.
Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Wer ist in der Lage, seinen Bahnhof im Griff zu? Berichte der Vorsteher sind vertraulich. Unerfahrener Vorsteher würde ich mal nehmen. Okay.